habe zusammen mit dem Geschäftsführer 2017 Yard-Eye gegründet, habe damals angefangen als Vice President Sales und bin seit kurzem selbst in die Geschäftsführung gewechselt, leite den Standort Karlsruhe gesamtverantwortlich und bin noch operativ im Sales und Pre-Project Management tätig. Die Technologieregion Karlsruhe hat für uns mehrere Vorteile. Zum einen haben wir hier 2 hochkarätige Universitäten in Karlsruhe und viele gute Universitäten im Umfeld, sodass das Thema Bewerbermanagement ein sehr vorteilhafter Punkt ist. Dadurch, dass hier in Karlsruhe extrem viele Unternehmen im Bereich Automatisierung und Software vertreten sind, fällt uns dem Bereich Partnerschaften, Kooperationen und gemeinsamer Austausch mit diesem Unternehmen recht leicht. Und ein letzter Punkt liegt darin, dass wir hier natürlich eine optimale Verkehrsanbindung haben, sowohl innerhalb von Europa an die großen Terminals dieser Region, Hamburg, Bremen, Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen etc., aber auch mit dem Flugdrehkreuz Frankfurt natürlich die beste Anbindung für unser internationales Geschäft. Das Neue des Neo ist, die Vergangenheit war geprägt von manuellen Terminals. Die Automatisierung hält erst jetzt langsam Einzug in diese Branche. Unsere Vision ist, dass jeder Arbeiter abends sicher von seiner Schicht wieder nach Hause kommen soll. Die manuell betriebenen Krane waren so, dass quasi der Kranfahrer entschieden hat, okay, ist das jetzt eine gefährliche Situation oder nicht. Im Sinne der Automatisierung fällt die Entscheidungsgrundlage des Fahrers weg und wir haben im Prinzip ein Umfeld, wo der Kran alleine entscheiden muss, ob die Situation gefährlich ist oder nicht. Mit unserer Lösung rüsten wir den Kran aus mit, beim Menschen sind es die Augen, Ohren, also sprich die Sensorik ins Umfeld außenrum. Diese Sensoren sorgen dafür, dass alle Objekte im nahen Umfeld und Personen erkannt werden und dann entscheidet der Kran auf Basis des Bilds, das er quasi von dem Terminal hat, wie er jetzt optimal um die Objekte rumfährt, ohne diese zu gefährden. Die Transformation in dieser Branche ist klar von Automatisierung geprägt. Wir bewegen uns jetzt hier noch in den Kinderschuhen. Wir fangen natürlich an mit unserem ersten Gut, nämlich dem Sicherheitsaspekt. Wenn wir diesen Sicherheitsaspekt erfüllt haben, können wir im zweiten Schritt eine Effizienzsteigerung reinbringen. Wir wollen niemanden wegrationalisieren. Wir wollen im Prinzip ermöglichen, dass Personen mit vollautomatischen Maschinen kooperieren können und interagieren können. Und wenn wir im Prinzip diese Sicherheits- und Effizienzaspekte realisiert haben, dann können wir im nächsten Schritt noch einen Data Mining oder einen Data Analyse Aspekt mit reinbringen. Durch unsere offene Schnittstelle ist es uns möglich, dass der Terminalbetreiber im Prinzip Kennzahlen und andere Auswertungen, die ihn interessieren, fahren kann und daraus dann seine Effizienzen steigern können. Yard-Eye war von Anfang an international aufgestellt, das heißt, unser Hauptkundenkreis befindet sich in Nordamerika. Wir haben jetzt erste Projekte in Europa gewonnen, sind dabei, Südamerika und Asia-Pazifik langsam anzugehen. Für die Region Karlsruhe wollen wir hier natürlich Yard-Eye stärken, sodass wir hier mehr Mitarbeiter aufbauen, einen Technologie-Hub schaffen, wo wir hier innovativ tätig sein können und neue Ideen und Konzepte ausarbeiten. Der Ausblick von Yard-Eye gliedert sich in 3 Bereiche. Im Bereich Projekte möchten wir klar die Projektlaufzeiten reduzieren, sodass wir mehrere Projekte in kürzeren Zeiten realisieren können. Im Bereich Entwicklung möchten wir uns stark auf den Bereich Sicherheit fokussieren. Und im Vertrieb möchten wir raus aus unserem Kerngeschäft Hafen- und Terminal-Business und schauen, dass wir im Bereich Business Development noch uns stärker fokussieren können, wo diese Technologie im Prinzip dann auch Anwendung finden könnte.